Everything will be fine. Everything will be fine. Szene 6, Take 1, Mann! Szene 6, Take 1, Quetschtomatensoße, Begrüßung. Oder? Muss jetzt die Begrüßung machen, ne? Hallihallo, ich begrüße dich herzlich in der Küche von Fein Fein Schmeckt's. Mein Name ist Joanna und wir machen heute ein leckeres Pasta-Rezept. Es gibt Muschelnudeln mit einer Quetschtomatensoße. Und dieses Gericht ist für den Sommer besonders gut geeignet, denn es ist so erfrischend und fruchtig und macht auch riesen Spaß, es zuzubereiten. Die ist ganz leicht und ganz einfach gemacht. Und auch Kinder lieben sie und sie können auch mitmachen zum Beispiel, denn man muss diese Soße im wahrsten Sinne des Wortes, wie es auch der Name schon verrät, nämlich quetschen mit den Händen. Und die Zutaten, die wir dazu benötigen und wie man diese Soße mit der Pasta zubereitet, das zeige ich euch gleich nach einem kleinen Intro. Everything will be fine. Everything will be fine. Da bin ich wieder. Ja, wie denn jetzt? Da bin ich wieder. Und die Zutaten für unsere tolle Quetschtomatensoße, die habe ich hier schon mal vorbereitet. Und zwar brauchen wir ein paar Muschelnudeln, denn die eignen sich besonders gut, denn die haben hier ein bisschen Platz, dass sich die Tomatenstückchen da rein verstecken können. Das gibt dann der Nudel nochmal einen ganz besonderen Biss und Geschmack, denn wir wollen die Tomaten dann später so schön fein würfeln, dass sie da drin verschwinden können. Ja, und wir haben hier auch ganz viele tolle Tomaten, verschiedene Sorten. Das hier zum Beispiel ist eine tolle Fleischtomate. Und ja, also, wisst ihr was? Ich nehme euch einfach mit. Kommt doch mit, wir pflücken zusammen Tomaten und dann erkläre ich euch ganz genau, was es für Sorten sind. Also auf geht's! I met you in the summer when you left it was cold. Said we loved one another. Guess that we were wrong. I met you in the summer. Our love was out of control. I've been going crazy without you. I'm so alone. I met you in the Ja, ihr Lieben, jetzt sind wir hier im Tomatenparadies. Wirklich ein Genuss, hier das zu sehen. Und das hier, das ist die Ochsenherztomate, weil sie hat die Form eines Ochsenherzes und man sagt, weiche Schale, süßer Kern, so wie ich. Und die ist ganz schmackhaft, ganz toll und hat ein festes Fleisch und die eignet sich natürlich ganz toll für unsere Quetschtomatensoße und die nehme ich jetzt natürlich auch mit und noch ein paar andere, weil wir gehen jetzt natürlich noch weiter. Wir haben ja noch ein paar mehr Tomaten auch gesehen und die müssen wir jetzt noch pflücken. Viele verschiedene Sorten brauchen wir. away from you. I met you in the summer when you left it was cold. Said we loved one another. Guess that we were wrong. Ja, und das hier, das ist die kleine Filovita-Tomate, eine kleine Cocktailtomate. So, diese schöne gelbe Tomate nennt sich Clou und sie hat eine milde Säure und eine angenehme Süße und auch die Farbe natürlich, die brauchen wir auch, weil wir wollen ja eine bunte, reich ausgewählte Tomatensoße kochen. Da pflücke ich jetzt auch ein paar, bin schon sehr gespannt. Die fassen sich alle auch sehr, sehr schön knackig an. Und ich finde, wenn man frische Tomaten pflückt, das riecht so toll nach dieser Tomate, dieser typische Geruch von frischen Tomaten. Also wirklich eine tolle Sache. Ich bin schon sehr gespannt. 'Cause if you want somebody else, who am I to judge? I met you in the summer when you left it was cold. Said we loved one another. Guess that we were wrong. I met you in the summer. Our love was out of control. I've been going crazy without you. I'm so alone. I met you in the Da sind
sind wir wieder zurück. Und wie hat es euch gefallen? Ist doch toll, wenn man die Tomaten selbst ernten kann. Und wir haben eben dieses Glück, dass es diese Landschaftsgärtnerei bei uns in der Gegend gibt. Und die haben so viele tolle Gemüse- und Obstsachen. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, so mache ich zum Beispiel auch gern. Wir haben auch immer mal einen kleinen Tomatenstock, einen Topf, kann man auch auf den Balkon stellen und dann selbst geerntet schmecken und riechen diese Tomaten echt super lecker. Ja, die müssen wir dann etwas würfeln auf jeden Fall. Und auch hier die Cherrytomaten, die vierteln wir einfach. Dann brauchen wir noch ein bisschen Pfeffer dazu, ein bisschen Salz, etwas Zitrone. Die habe ich hier schon mal ein bisschen aufgeschnitten, weil da brauchen wir nicht mehr als eine Hälfte von einer Zitrone. Ja, und auf jeden Fall ganz wichtig ist ein gutes Olivenöl. Und das ist mein schönes, gutes Olivenöl aus Apulien. Und ja, das macht schon viel aus am Geschmack von dieser Soße. Denn das ist ein naturtrübes, kaltgepresstes Öl. Und das bringt mir jedes Jahr ein Freund aus Italien mit. Der fährt da jedes Jahr hin. Und da kriege ich immer gleich einen ganzen Kanister. Und der hält auch ein ganzes Jahr. Und da schmeckt man den Unterschied. Also besorgt euch ein gutes Öl. Und dann schmeckt die Soße natürlich viel besser. Ja, und noch ein bisschen Basilikum und dann haben wir auch schon alles und müssen jetzt dann zuerst die Tomaten klein schneiden. Ja, na klar, und nicht vergessen, vorher ein bisschen waschen. Everything will be fine. Everything will be fine. Everything will be fine. As long as you will be mine. Everything will be fine. Ja, jetzt haben wir unsere Tomaten schön stückig geschnitten und die Cherrytomaten haben wir geviertelt. Jetzt geben wir dann etwas Salz dazu und Pfeffer. Um die natürliche Fruchtigkeit der Tomate zu unterstützen, brauchen wir dann noch ein bisschen Zitronensaft und als Gegenpart hier für die natürliche Süße ein kleines bisschen Zucker. Ja, natürlich auch unser gutes Olivenöl aus Apulien und dann zupfen wir noch ein paar Basilikumblätter hinein und dann quetschen wir dann den Saft aus der Tomate raus, dass so richtig schön sämig wird. Dann entsteht dann natürlich diese Soße. Und dazu brauche ich jetzt dann mal Hilfe. Wie wär's denn? Wo ist denn der Adriano? Möchte der mir vielleicht helfen? Ja, hier, was ist los? Kannst du mir vielleicht helfen? Ja. Weißt du, was wir jetzt machen? Ich gebe jetzt ein bisschen Salz, ein bisschen Zucker, Zitronensaft, Olivenöl und Pfeffer hinein und dann zupfen wir so ein paar Basilikumblätter und danach quetscht du schön die Tomaten durch, weil dann kommt nämlich so richtig die Soße aus der Tomate raus. Also wir geben zunächst erstmal ein bisschen von dem Salz, ja, nicht ganz so viel, so ein paar Körnchen. Schau mal, das ist so ein ganz schönes Salz hier. So Flocken sind das. Die geben wir jetzt hier so rein. Aber nicht daneben gießen. Nein, das macht ja nichts. Also nicht zu viel Salz, ne? Wir wollen es ja nicht versalzen. Dann brauchen wir ein bisschen Pfeffer aus der Mühle. Aber nicht zu scharf. Kannst du das auch? Möchtest du das mal probieren? Mach mal. Ein bisschen drehen, unten festhalten. Naja, ein bisschen kräftiger, weil sonst sind wir morgen noch nicht fertig. Aber gut, passt. Lass mich noch ein bisschen. Super. Wie du das machst. Tja. Ja, mein. Vorher hast du ja gesagt, dass das hier Zucker wäre. Das hier ist Habe ich gesagt? Gar nicht. Das ist das Salz. Das hast du eben Das haben wir gesagt. jetzt eben rein. Nee, Zucker brauchen wir auch noch. Dann ein wenig vom Zitronensaft als Gegenpart auch. Der unterstützt die Fruchtigkeit von der Tomate. Da habe ich jetzt die Stücke, die kann man dann einfach hier oben drüber so ein bisschen ausdrücken. Nicht ganz so viel. So, schau. Spritzt's. Ja. Dann haben wir noch das Öl. Das müssen wir jetzt dann auch noch reingeben. Will ich mal probieren mit dir zusammen? Klar, kannst du mir helfen? Halt's fest. Ja? Ne? So, das gute Olivenöl aus Apulien. So, das reicht schon. So, jetzt zupfen wir uns dann noch ein bisschen Basilikum. Hol doch mal den Basilikumtopf ein bisschen näher ran. Und dann zupfen wir uns da einfach die Blätter oben so ab. Schau mal, so ein kleines Büschlein nehmen und dann einfach so zerzupft. Kommt das dann noch mit rein. Gut. Kann man das eigentlich auch roh essen?
Na, das ist ja freilich, kann man das essen. Das essen wir ja noch jetzt auch in der Soße und im Salat. Ich habe schon mal, wir waren ja an einem Tag in der Schule am Bauernhof und da habe ich sowas gegessen. Ja, kann man natürlich essen. Isst man ja auch auf Tomaten mit Basilikum im Salat und jetzt dann auch in unsere Tomatensoße. So, jetzt haben wir genug Basilikum, alles ist jetzt drin und jetzt kommt der Hauptteil und zwar kommt jetzt der Adriano dran. Der wird jetzt dann die Tomaten ein bisschen mit den Händen leicht quetschen, also nicht zu doll, so ein bisschen durchwalken, dass sich alles schön durchmischt, ja, und dass dann eben der Saft, der sämige Saft von der Tomate raustritt, ja? Okay, das heißt so. Dann los, viel Spaß! Everything will be fine. Everything will be fine. Everything will be fine. As long as you will be mine. Ich glaube, das reicht auch schon, ja? Schau mal, das kann man jetzt hier ein bisschen abmachen. Dann darfst du dir jetzt die Hände waschen gehen. Das hast du toll gemacht. Schau, und jetzt hier entsteht dann diese sämige Soße. Ja? Und dann ist es schon soweit fertig. Also super hast du es gemacht. Dankeschön. Ne? Und jetzt gehst du dann später, kommst zum Essen, ne? Ich mache weiter. So, tschüss. Wunderbar. Okay, dann haben wir das soweit vorbereitet und dann können wir jetzt unsere Nudeln kochen. Pasta braucht immer ganz viel Wasser und ganz viel Salz. Drum geben wir jetzt in das kochende Wasser auch noch ganz viel Salz hinein. Ganz viel Salz heißt also wirklich schon, ne? Und dann können wir die Nudeln dazugeben. Da steht meistens dann immer auch auf der Packung drauf, wann sie al dente sind, zumindest bei italienischen Sorten. Die brauchen jetzt circa normalerweise 13 Minuten, wir kochen sie aber jetzt 12. Hups, ist eine runtergefallen. Und noch eine. So, ab dann ins Wasser. So, und der Clou von unserer Soße heute ist nämlich der, dass wir die Schüssel jetzt so mit den Quetschtomaten auf das kochende Wasser auf den Topf setzen, damit sich diese so erwärmen kann. Normal. So, und der Clou mit unserer Soße heute ist natürlich jetzt der, dass wir die Schüssel mit den Quetschtomaten so auf den kochenden Wassertopf mit den Nudeln setzen. Und so kann die Soße sich erwärmen. Und dann geben wir, wenn diese al dente sind, die Nudeln später hier in die Soße hinein. Also, Schüssel drauf, Soße erwärmt sich. Und wir sehen uns gleich, wenn unsere Pasta al dente ist. Everything will be fine. Die Nudeln sind jetzt fertig gekocht, al dente nach ihrer Zeit. Jetzt müssen wir dann hier oben das Schüsselchen einen Moment wegnehmen und können die Nudeln abgießen. Everything will be fine. Jetzt geben wir die Nudeln direkt in die Soße. Ein bisschen von dem Nudelwasser habe ich auch noch dazu gegeben. Die Stärke macht auch noch mal einen besonderen Nudelgeschmack. Und jetzt vermischen wir die Nudeln mit der Quetschtomatensoße. Und fertig zum Anrichten. Ja, jetzt können wir dann unsere Quetschtomatensoße mit den leckeren Muschelnudeln auf dem Teller anrichten. Und ich habe jetzt hier einen schönen runden Pastateller gewählt und gebe dann eine kleine nette Portion in die Mitte. Ihr kennt mich ja mittlerweile schon. Ich bin jetzt immer nicht dafür, dass man so Riesenportionen macht. Lieber lasst euch dann noch was nachgeben, dann kann man es viel besser genießen. Denn oftmals, manch einer ist auch mit einer viel zu großen Portion überfordert. Also, dann werden wir mal unseren Teller mit der leckeren Pasta anrichten.
fertig ist unser angerichteter Teller. Den können wir uns jetzt natürlich schmecken lassen. Und es ist auch ein recht leichtes Gericht. Die Soße ist überhaupt nicht schwer, ist keine Sahne oder irgendetwas dran. Die Tomate auch ganz frisch, nicht durchgekocht. Und so könnt ihr euch diese Soße wirklich mit den Nudeln schmecken lassen. Probiert das Rezept doch gern einfach mal aus und schreibt mir auch in die Kommentare, wie es euch geschmeckt hat. Denn es geht wirklich ganz schnell und auch Kinder mögen es wirklich sehr gern. Ich weiß nicht, ob der Adriano jetzt dann noch Hunger hat und auch ein bisschen was essen möchte, bestimmt. Oder du wartest doch schon drauf, Adriano? Ja. Dann kannst du dir dein Tellerchen dann auch gleich abholen. Ich mache jetzt nur noch eine kleine Kinderportion. Und dann kannst du schon essen. Schau mal, du kannst dir deinen Teller gleich abholen. Eine kleine Gabel noch. Lass dir schmecken. Danke sehr. Bitte schön. Ja, es hat mich sehr gefreut, dass ihr wieder dabei wart und zugeschaut habt. Und ich freue mich natürlich auch, wenn wir uns ab jetzt jeden Sonntag um 20 Uhr sehen. Denn dann gibt es wieder ein neues Rezept aus der Küche von Fein Fein Schmeckt's. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit, eine schöne Woche. Macht's gut. Eure Joanna. Ciao, ciao.